Architektur schafft Räume zum Leben und Arbeiten. Licht füllt sie mit Leben. Und wir schaffen ein angenehmes Raumklima, für Menschen gemacht, im öffentlichen und gewerblichen Bau. Effiziente Lösungen von Arbonia tragen dazu bei, Komfort und Behaglichkeit zu schaffen, indem sie heizen, kühlen und lüften. So wird ein Raum zum Lebensraum. Eine bloße Arbeitsstätte, ein Ort der Produktivität und Kreativität. Für ein Maximum an Lebensqualität sorgen unsere Produkte in Wand, Boden und Decke. Mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Design und immer lösungsorientiert, nah am Planer und Architekten. Oder wie wir sagen, auf den Punkt genau. Glasfassaden mit großen Fensterflächen sind ein Bestandteil moderner Architektur. Obwohl der Werkstoff Glas in seinen isolierenden Eigenschaften immer weiter optimiert wurde, verlangen Gebäude mit einem hohen Glasanteil in der Fassade nach einer speziellen Heiz- und Kühltechnik zur Regulierung des Raumklimas. Ascotherm-Unterflurkonvektoren von Arbonia erledigen diese Aufgabe besonders zuverlässig und energieeffizient. Was aber macht Glas als Baustoff physikalisch so anspruchsvoll? Frage an Prof. Dr. Ingenieur Rainer Hirschberg. Bei Glasfassaden, und dabei sprechen wir in erster Linie von Fassaden, bei denen die Fensterelemente raumhoch sind, entsteht immer ein Kaltluftabfall. Dieser Kaltluftabfall würde eben zu einer Unbehaglichkeit führen, weil der Luftstrom, der nach unten führt, wird umgelenkt und ein Nutzer spürt den an den Fesseln, die sogenannte Zugluft. Ein thermisches Problem, das es auch in einem der architektonisch anspruchsvollsten Bürogebäude Deutschlands zu lösen galt. Zu Besuch in der Unternehmenszentrale von Hahn & Koll, einem führenden Systemdienstleister für Betriebseinrichtungen. Die Aufgabe lautete, Kaltluftströme an den großzügigen vertikalen Glasfronten energieeffizient zu verhindern. Welche Heiz- und Kühllösung bietet sich gerade bei designorientierter Architektur für Planer besonders an? Eine Möglichkeit, dieses Phänomen zu kompensieren, bilden Unterflurkonvektoren. Unterflurkonvektoren, die vor den Fenstern positioniert einen thermischen Auftrieb erreichen und der wirkt gegen den Fallluftstrom und somit ist dieser Effekt kompensiert. Hier bewirken Ascotherm-Unterflurkonvektoren des Typs KRP91 genau das. Sie temperieren über 7120 Quadratmeter Nutzfläche nach dem Prinzip der natürlichen Konvektion. Energieeffizient und optisch perfekt integriert, ohne den Blick ins Freie zu stören. Ascotherm-Unterflurkonvektoren gibt es in 2 Baureihen. Bei Modellen mit natürlicher Konvektion steigt die warme Luft auf und wirkt der abfallenden Kaltluft entgegen. Zugluft im Fußbereich wird so unterbunden, ein behagliches Raumklima geschaffen. Bei großen und hohen Glasfassaden und bei flachen Bodenaufbauten ist eine Zwangskonvektion erforderlich. Modelle mit Zwangskonvektion ermöglichen zusätzlich den Kühlbetrieb. Zum Heizen wird die abgekühlte Raumluft angesaugt und durch das beheizte Register befördert. Der thermische Auftrieb wird dabei durch besonders geräuscharme Querstromgebläse verstärkt. Im Kühlbetrieb wird erwärmte Raumluft angesaugt, im Register abgekühlt und als gekühlte Luft in Richtung der Fensterflächen befördert. Was aber macht Unterflurkonvektoren von Arbonia so effizient? Und was zeichnet sie besonders aus? Arbonia-Unterflurkonvektoren sind besonders gut geeignet, weil sie die am Markt höchste Energieeffizienz aufweisen. Die spezielle Regelung, die Arbonia mit seinen Unterflurkonvektoren anbietet, führt zu einer Reduktion des Massenstroms im Teillastbereich und in der Folge zu einer hohen Energieeinsparung beim elektrischen Stromaufwand der Pumpe. Meine Studie zur Energieeffizienz
hat dazu geführt, dass eine Massenstromreduktion von etwa 50% eingetreten ist, über die gesamte Periode gesehen. Und eine Massenstromreduktion von 50% führt zu einer Reduktion des Stromaufwandes von ca. 80%. Die 8% beschreiben den thermischen Einsparungseffekt. Diese Regelung, die Arbonia hier anbietet am Markt, ist die einzige dieser Art. Es ist kein Wettbewerber vorhanden, der dies eben in gleicher Weise macht. Diese Effizienz hat auch die Linear GmbH überzeugt. Der neue Unternehmenssitz des Aachener Anbieters für professionelle Planungssoftware für Gebäude- und Anlagentechnik ist komplett mit Ascotherm-Unterflurkonvektoren ausgestattet. Diese passen sich perfekt der Linie der Fassade an. Ganz gleich ob geschwungen, mehrfach gewinkelt, ob mit Gärungs- oder Säulenschnitten. 5 Modellvarianten bieten höchste Funktionalität für Ihr Raumklima. Die Modelle KRP91 und KRN92 arbeiten nach dem Prinzip der natürlichen Konvektion. Beide Modelle sind technisch optimiert. Allen zwangskonvektierenden Modellen ist gemeinsam, dass sie besonders energieeffizient sind. Zudem sind sie sowohl für den Heiz- als auch Kühlbetrieb ausgelegt. Die KC-Modelle sind sowohl im 2- als auch im 4-Leitersystem verfügbar. Eine noch höhere Kühlleistung bieten die Modelle KC291 und KC491 durch ihre erweiterte Bauhöhe von 175 mm. Alle Unterflurkonvektoren von Arbonia bieten folgende Nutzen. Sie sind energieeffizient und sorgen für ein behagliches Raumklima. Sie bieten eine flexible Planung und montagefreundliche Ausführung. Designorientiert und variantenreich lassen sie sich perfekt in jedes Ambiente integrieren. Ihr Betrieb ist besonders geräuscharm. Alle Unterflurkonvektoren sind nach DIN EN 16430 geprüft. Und viele Vorteile mehr. Wir haben die Lösungen für alle Produktanforderungen und Einsatzgebiete im öffentlichen und gewerblichen Bau. Greifbar, nah und immer für Sie da. Arbonia. Auf dem Punkt genau.